Es ist mal wieder ziemlich früh am Morgen, 7:15 Uhr haben wir jetzt. Und ihr hört schon, wir sind unterwegs. Wir sind am Bahnhof von Malang. Genau, es geht nach Yogyakarta. Wir haben den ersten Zug morgens genommen. Yang kami hormati, perkenalkan nama saya Guntur sebagai kondektur yang bertugas pada perjalanan. Komfortabel, pünktlich, sauber, gibt eine Steckdose, die funktioniert, alles fein. Gepäckablage funktioniert, da kriegt man all sein Gepäck rein. Ja, besser als in Deutschland. Kann man ja anders sagen. Ja, wir sind auf jeden Fall begeistert und freuen uns auf Yogyakarta. 6,5 und ein paar mehr Stunden später. Wir sind angekommen, wir sind in Yogyakarta, wir sind in der Jalan Prawiro Taman, das ist die Backpacker-Gegend, und haben uns hier auch eine Unterkunft gesucht. Wir haben wieder 2 Zimmer, wir freuen uns total und gehen jetzt mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Wir sind in einem Bildschirm. Man kann es nicht gut sehen, aber es ist so ein ganz kleines Moped mit einem Zweierwägelchen vorne dran. Die anderen beiden sitzen vorne vor uns. Und wir fahren durch Yogyakarta. Wir sind jetzt hier auf der Malioboro Street in Yogyakarta. Das ist sozusagen die Kö oder die Champs-Élysées Yogyakartas. Angekommen. Ein Wasserpalast. Ja, genau. Und jetzt geht's los. Kuckuck. Kuckuck. Das ist es hier, ne? Es ist mal wieder mitten in der Nacht, 3:45 Uhr. Und das Taxi steht unten vor der Tür und bringt uns zum Borobudur, dem größten buddhistischen Tempel der Welt. Wir sind gespannt. Wir müssen jetzt die Kinder noch holen, die schlafen. Die packen wir noch ins Auto und ja, dann geht's los. Und dann fahren wir 1 Stunde Richtung Norden, Nordwesten und sehen den Sonnenaufgang über dem Tempel und gehen dann in den Tempel rein. Und wir nehmen euch natürlich mit. Bis später. Wir freuen uns auf den Sonnenaufgang und wir freuen uns auf den größten buddhistischen Tempel der Welt. So, wir hoffen, ihr habt es gesehen. Borobudur ist hinter uns, die Sonne geht auch hinter uns auf. Es ist wunderschön und es sind unfassbar viele Menschen da, oder? Ich habe mich jetzt mal da oben aus dem Staub gemacht und suche nach einem ruhigeren Spot, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Sonne geht. Ist cool hier, oder? Ja. Ist das nicht super?
Und während die Erwachsenen den Sonnenaufgang in Borobudur bewundern, machen die Kinder Also ich höre gerade hier von anderen, die sagen, gestern gab es hier überhaupt keinen Sonnenaufgang. Also natürlich ist die Sonne aufgegangen, aber war wahrscheinlich hinter Wolken verdeckt. Von daher haben wir hier Glück gehabt. Ne? Seht die Sonne, sieht alles ganz toll aus. Die Jungs gehen mir auf den Sack. Dreh mal rum, das Bild. Okay, die Jungs spielen wieder. Grundsätzlich eine coole Sache. Zumindest kriegt gerade kein anderer einen Schlappen an den Kopf. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ja, dann haben wir diese großartigen Schlappen an. Denn wir dürfen nur mit diesen Schlappen auf das Monument. Die Kinder haben auch diese Schlappen an und haben sie aber weniger am Fuß als in der Luft. Insofern fliegen die hier gerade schon mal durch die Gegend und wir sind die ganze Zeit nur am Warten, dass die Tour endlich losgeht, damit die Jungs ein bisschen in Bewegung kommen. Die meisten Touristen, die wir bisher auf unserer Reise an einem Ort gesehen haben. Eine Stunde lang laufen. Und die haben das eigentlich ganz clever gemacht. Die haben nämlich 10 oder 15 Tourguides und man kommt nicht ohne Tourguide in den Tempelkomplex rein. Und jeder Guide hat sozusagen eine Gruppe. Um 8:30 Uhr gehen die ersten 10 oder 15 Gruppen los. Und dann dauert das eine Stunde, hat er uns jetzt erklärt, um den Tempel einmal rumzugehen, hochzuklettern. Und wir dürfen auch tatsächlich nur mit diesem Tourguide, der in den Tickets mit eingeschlossen ist, mit diesem Tourguide uns hier bewegen auf dem Gelände und den Tempel besichtigen. Ich darf ja nicht alleine laufen, sondern muss bei meinem Chef bleiben. Wo ist mein Chef? Also jetzt habe ich ihn fast schon verloren. Der ist da vorne. Der Chef heißt Harry und erklärt uns hier die Geschichte des buddhistischen Tempels Borobudur. Gerade ein bisschen alleine laufen auf dem Vorplatz und es sieht wirklich atemberaubend aus, ganz beeindruckend. Ich glaube, dass es auf den Bildern nicht so rüberkommen wird, aber ja, es ist wunderschön. Der Tempel steht seit dem 9. Jahrhundert, also über 1000 Jahre schon hier, und war zwischenzeitlich eingewachsen von Lava, vermutlich auch überdeckt worden. Er gelang dann in Vergessenheit und ist irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt worden und Anfang des 20. Jahrhunderts restauriert worden und mittlerweile auch zum Weltkulturerbe ernannt. Uns kam, wie es kommen musste. Wir haben Harry verloren. Harry ist weg. There are many carvings. Jan, das hier ist alles aus That used to be all the carving looked very clean. Anyway, so far, some of the face doesn't look good because they're broken. And then, why does that it is this our element, fire, wind, water and ground, and this able to accompany
Ich habe Pippi in den Augen stehen. Wir sind jetzt hier in einem ganz kleinen Café in der Nähe des Borobudur-Tempels. Wir haben den Borobudur-Tempel besichtigt, wir sind fertig, wir sind hochgeklettert, wir haben ganz viele Fotos gemacht. 1000. Wie hat es euch gefallen, Jungs? Gut, aber müde, ne, seid ihr? Wir sind müde. Wir sind um 3 Uhr aufgestanden. Wir sind eine Stunde hierher gefahren. Wir waren den Sonnenaufgang anschauen, fast eine 1,5 Stunde. Und jetzt dann irgendwie noch 2 Stunden im Tempel. Und jetzt sind wir völlig fertig. Wir haben was Kleines gegessen und machen uns gleich auf den Weg zurück nach Yogyakarta. Der Tempel war ein Highlight, oder? War schon toll. Der war großartig. Ich habe ungefähr 3 Milliarden Fotos. Klick, klick, klick. Hallihallo. Wir sind am Prambanan-Tempel. In der Nähe von Yogyakarta, ungefähr eine Stunde mit dem Auto. Und der Prambanan-Tempel ist der größte Tempel auf der Insel, der größte hinduistische Tempel auf der Insel Java. Es ist der, ich glaube, zweitgrößte hinduistische Tempel nach Angkor Wat in Kambodscha. Und ist ein Riesending. Wir sind jetzt hier angekommen, es ist nachmittags 2:30. Wir wollen gleich den Sonnenuntergang beobachten von einem kleineren Tempel aus im Komplex. Und dieser Tempel, Prambanan-Tempel, wurde Shiva, Brahman und Vishnu gewidmet. Und ist auch ungefähr im 9. Jahrhundert entstanden, genau wie Borobudur. Als Gegenentwurf und eben auch als Abbild der Tatsache, dass offensichtlich zur damaligen Zeit der Hinduismus wieder die Oberhand gewinnen sollte über den Buddhismus, der, ich glaube, ein Jahrhundert lang geherrscht hat, zu damaliger Zeit. Und wir sind total gespannt. Die Jungs waren heute ein bisschen schwierig. Wir mussten ein bisschen überreden. Wir mussten die elektronischen Devices mit ins Auto nehmen. Wir waren so traurig darüber, dass wir zum Tempel gehen. Er hatte keine Lust. Aber jetzt sind wir da und jetzt gucken wir mal, was passiert. Los geht's. 3 große, 3 ein bisschen kleinere Säulen und dann sind dann, glaube ich, noch 2 an den Seiten, von denen ich noch nicht genau weiß, was sie bedeuten. Wir werden es rausfinden. Guckt euch das an. Wow. Mama, es ist so heiß. Ich kann nicht mehr. Mit seinem Schwanz ein Tor schießt. So, und während wir hier versuchen, den Tempel zu erkunden und zu verstehen, unterhalten sich die Jungs über... Das ist die beste Technik. Nee, du musst einfach nur faulen. Du kannst es auch einfach gedrückt halten. Ganz easy. Wenn es noch nicht angefangen hat, dann einfach gedrückt halten und dann loslassen, wenn es angefangen hat. Faul. Und dann faul? Und dann dribbelt man den Ball ins Tor. Und dann macht man Flanke ins Tor. Dann macht man Peach, ein Seilfallzieher ins Tor. Ja, diesmal ist es richtig. Yeah. Weltreise mit Kindern. Ja. Jungs. Was darf man alles und was darf man nicht, Liam? Man darf nicht draufklippen, man darf nicht draufstellen, man darf nicht rauchen, man darf nicht Evolutionsmittel oder so. Ja, Vandalismus, also besprühen. Und nicht Müll dahin schmeißen. Hä, aber warum nicht Drohne? Warum nicht Drohne? Weil das ist ja häufig einfach so, ne, dass keine Drohnen geflogen werden sollen. Bei so Weltkulturerbe ist das schon mal ein bisschen kritisch. Guck mal, gehen wir erstmal bei Shiva rein, ins Shiva-Tempel. Ja, Shiva als Zerstörer im Hinduismus, als Teil des Dreigestirns. Shiva, Brahma und Vishnu. Shiva ist der Zerstörer.
Und hier der zweite Tempel. Mal gucken, ob das jetzt Vishnu oder Brahman ist. Gefunden. Ein richtiger Vishnu-Tempel. Also ein Vishnu ist der Erhalter. Wir sind jetzt hier im Vishnu-Tempel. Das ist doch so gut wie der gleiche. Die Statue ist eine ganz ähnliche, nur dass das nicht Shiva ist, sondern Vishnu. Der Bewahrer, Vishnu, der Bewahrer. Was ist denn ein Bewahrer? Ein Bewahrer ist jemand, der die Dinge so lässt, wie sie sind. Ach, der möchte ich nicht sein. Der ist irgendwie komisch, wa? Tücher über den Körper. Ja. Können Sie das noch aushalten? Ja, keine Und Ahnung. hier ist Tempel Nummer 3. Brahma, Gehen wir jetzt hier rein? der Erschaffer. Genau, der Erschaffer. Schauen wir uns auch mal an von innen. Der Erschaffer von Minecraft. Der Erschaffer der Welt, des Kosmos, des Lebens selbst. Ich glaube, ihr versteht uns nicht so gut. Wir haben jetzt zwei solche Wagen gefunden. Und meine Mutter ist gerade irgendwie bei so, wo wir eigentlich gestern hin wollten. Da sind wir nur rechts abgebogen und ungefähr 2,5 Metern müssten wir geradeaus und dann wären wir da. Haben wir aber leider vermasselt. Mal hierher, steckst die Zunge rein. Rein. Das ist die kleinste Portion. Du wartest hier ungefähr 25 Minuten, dann kriegst du ungefähr sowas. Und sowas.